Scooter ist so ein eigener Mikrokosmos. Man könnte das so umschreiben wie eine elektronische Punkband. Und jeder Menge Energie und Power. Man wird die Musik erst verstehen, wenn man einmal in einer Live-Show war. This is 20 years of hardcore. Und so fühlt sich das an im Mikrokosmos Scooter. Mit mehr als 20 Top-10-Platzierungen und 30 Millionen verkauften Platten ist die Hamburger Combo um Frontmann H.P. Baxter tatsächlich eine der erfolgreichsten und, sagen wir, stark polarisierenden Bands Deutschlands. Und das immerhin schon seit 2 Jahrzehnten. Oft wird einem selber gar nicht bewusst, wie lange man eigentlich schon dabei ist. Das ist mir eigentlich zum ersten Mal so richtig aufgefallen, als es um unser Buch ging. Zum ersten Mal haben wir diesen Bildband gemacht, weil man wirklich so in der Schublade gekramt hat, alte Fotos, alte Berichte und da fiel einem wie ich auf, Mensch, wie viel Zeit ist schon vergangen. Mein kleiner Neffe, der kam zur Welt, als Hyper Hyper veröffentlicht wurde und dann plötzlich hat er Abitur gemacht und da dachte ich schon, das gibt's doch gar nicht. Hyper Hyper! Mit diesen denkwürdigen Worten fing 1994 alles an. Hyper Hyper! In der Hochphase des Eurodance passte Hyper Hyper in kein bekanntes Schema. Brachial schnelle Techno-Beats mit sinnfreien MC-Shouts. Das System Scooter war geboren und die Welt hoffte auf eine One-Hit-Wonder. Also am Anfang war es ja so, dass eigentlich alle nur geschimpft und gepöbelt haben, also besonders jetzt in der Presse. Ich glaube, da hatten die endlich mal eine Möglichkeit, so ihren ganzen Frust loszuwerden und ja, hurra, Scooter, da können wir mal so richtig draufhauen. Also wenn zum Beispiel, es war irgendwo eine Show, die Leute sind ausgeflippt, die Stimmung war super, die schreien nach der 3. Zugabe immer noch Zugabe, dann denke ich mir, ja, was willst du noch besser machen? Wie willst du die Leute noch mehr begeistern? Und wenn dann so ein totaler Verriss da steht, weiß man, da ist irgendwas, geht nicht mit rechten Dingen zu. Entweder der Typ hat einen an der Marmel oder der war gar nicht da oder so eben. Ne? Und dann hat mich das auch eigentlich nie sonderlich getroffen. Das ist super. Und deshalb sind Scooter ihrer Erfolgsformel treu geblieben. 5-fach neu besetzt, aber immer mit HP im Chefsessel, verarbeiten sie Fastbeats, Musiktrends und geborgte Zitate zu einem 3 Minuten 30 Gesamtkunstwerk. Das trägt dann zwar stets einen neuen Namen, klingt aber immer unverkennbar nach Scooter. Das ist Dilettantismus deinerseits. Wieso? Weil normal müsste das passen. Dur und Moll? Meinst du, du kriegst es hin? Ja, meine ich. In 2014. Ja. Gerade basteln sie an Album Nummer 17. Und ja, auch The Fifth Chapter wird planmäßig keine irreführenden Überraschungen bieten. Das hat sich so im Laufe der Jahre natürlich immer rauskristallisiert, was macht letztendlich so diesen Dampf aus, was darf gar nicht fehlen. Das ist ein bestimmter Bass, den wir schon eigentlich seit 10 Jahren benutzen, immer so ein bisschen variiert oder vom Sound ein bisschen abweichend, aber so von der Figur her schiebt der unheimlich und wir bauen das meistens am Ende ein und stellen dann immer wieder fest, ohne den geht's nicht. Es ist genau diese Berechenbarkeit, die das Phänomen Scooter ausmacht. Und dazu gehören auch Texte, die keine sind. Irgendwo zwischen Anheitssilben und bewusster Sinnentleerung. Wenn wir einen Track fertig haben, setze ich mich da allein in mein Büro, mache den richtig schön laut und überlege mir so einen Rhythmus für die Vocals. Wie könnte das funktionieren? Und dann mache ich mit so Strichen
schreibe ich mir das alles auf, das ist eine Geheimsprache und dann wird das eigentlich erst mit Vokabeln versehen und mit Text und das ist manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn es nicht in der Muttersprache ist. Oft schmunzel ich ja selber, während ich so einen Text schreibe und denke, ach, das ist cool, das ist witzig, mal sehen, ob das einer überhaupt schnallt, so ungefähr. Weil am Anfang war ja oft die Kritik, naja, das sei völliger Schwachsinn, was die da schreiben und hin und her. Aber so ist es dann ja auch nicht. We are paging Mr. Baxter, Mr. Jordan and Mr. Simon to proceed to boarding gate 38 immediately. Ob mit Vorsatz oder ohne, Slogans wie Wicked oder Jigger Jigger funktionieren weltweit, kulturübergreifend. Scooter sind zu einem deutschen Exportschlager geworden. Sie touren vor ausverkauften Hallen in Europa, Japan, Russland oder Australien und überzeugen mit der wichtigsten Regel des Scooter-Universums: Schalte den Kopf aus. Die Stimmung, finde ich, ist bei uns Wahnsinn. Wenn ich mal so auf einem anderen Konzert war, dann dachte ich oft, oh komisch, hier ist ja gar nichts los. Aber ich glaube, dieses Spaß haben oder auch mal abschalten zu können, wird nicht so hoch angesehen wie anspruchsvolle Kunst. Aber das muss es ja nicht immer sein. Ich gehe in ein Konzert von Scooter und lass mal so richtig die Sau raus und es ist alles nicht ganz so kompliziert. Es sind ja relativ einfache Strukturen und das ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck der ganzen Übung. Naja, ein bisschen Ruhm und Reichtum springt schon auch dabei heraus. In Russland verdient HP gerade kräftig an der aktuellen Kampagne einer großen Elektroartikelkette. Arbeiten müsste der 48-Jährige theoretisch nicht mehr, aber den Scooter-Wahnsinn stoppen? Für Baxter keine Option. Ich habe ja immer gesagt, wenn irgendwann sich keiner mehr beschwert oder alle nur noch positiv, dann höre ich auf. Aber zum Glück oder so ist es immer noch wieder, dass von 6, 7 Interviews ist immer noch ein Verriss dabei. So kann man sich schon drauf verlassen. Ist ja auch verführerisch einfach, HP Baxter als Rolls-Royce-Poser und Proll-Ikone für GTI-Fahrer abzutun. Aber mal ehrlich, Scooter haben im schnelllebigen Popgeschäft 20 Jahre lang konstant ihr eigenes Ding durchgezogen. Dafür unseren Respekt, Mr. Baxter.